Ach, Datenschutz. Alle wollen alles wissen. Für alles brauchen wir einen Account. Und in allen Formularen wird nach Anschrift, Kontonummer und der Farbe der Unterhose gefragt. Auf welchen Webseiten ist man ehrlich, wo nimmt man besser Wegwerfadressen? Sollten wir beim Stadtbummel lieber das WLAN ausschalten, um nicht registriert zu werden? Und wieso müssen wir nach jedem Update, egal ob bei Software oder den AGB, im Betriebssystem, Browsern, im Smartphone und in sozialen Netzwerken wieder und wieder die dreiste Datensammelei abstellen? Wieso muss das mit dem Datenschutz eigentlich immer so ein nerviger und zeitraubender Kraftakt sein? Die Firmen konnten das so machen, weil die alten Vorgaben zum Datenschutz schon lange nicht mehr ausreichten. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Anbieter müssen demnach prinzipiell für datenschutzfreundliche Voreinstellungen sorgen. Also zum Beispiel, dass bei einer App möglichst wenig Daten gespeichert werden oder dass du bei einem sozialen Netzwerk entscheiden kannst, wer deine Posts sieht. Um beim Beispiel zu bleiben, App-Anbieter dürfen auch nicht verlangen, dass du in die Verarbeitung von Daten einwilligen musst, die für den bestimmten Zweck der App gar nicht notwendig sind. Sowas wie die Taschenlampen-App, die eigentlich „Wir geben dir eine Taschenlampe und dafür gibst du uns rund um die Uhr deinen Standort, damit wir ihn gewinnbringend verkaufen können“ App heißen müsste, sollte es also nicht mehr geben. Und sensible Daten, wie etwa zu deiner Gesundheit, Sexualität, deinen politischen Ansichten oder deiner Religion, dürfen ohne deine Zustimmung und in eng abgegrenzten anderen Fällen gar nicht gespeichert werden. Das sind einige Verbesserungen, die dir helfen, selbstbestimmt und frei leben zu können. Aber natürlich wird es für die Datenfresser nicht so leicht, sich daran zu gewöhnen. Also achte darauf, was eine Firma von dir wissen will und nutze dein Recht auf Auskunft, um nachzufragen. Denn falls Daten dabei sind, die das Unternehmen gar nicht haben darf, dann hilft dir dein Recht auf Berichtigung und Löschung. Zu diesen Rechten findest du mehr Filme und Infos auf deinedaten, deinerechte.de.